Nach hinten kann ich nicht gucken, nur nach dort und dort. Da geht's noch ein ganzes Stück hoch. Puh. Ich finde sowas ja richtig toll eigentlich. Aber vor allem, was bringt denn das, wenn sie hinterher fährt? Sie holt ihn ja eh nicht ein. Boah, das sieht aber hübsch aus. Ich mag sowas total gern. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that. Alan, where did you go? Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Ich kann ihn leider nicht weiter angucken. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Ich weiß ja nicht, ob ich glücklich In the darüber morning, bin, dass their ich nicht mother gave them a zurückgucken slice kann. of bread and led them deep into the forest once again. Bis zum Henker. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Na, wunderbar. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel
Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Super Ende. Steht da jemand? Ach nee, das sind die. Ja, danke. Guck mich nicht so an. Ich habe die Hexe nicht geschubst. Ja, Märchen können ziemlich grausam sein. Jo, danke. Davon habe ich meinen Sohn jetzt aber auch nicht wieder, ne? Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Ach je. Scheinen harte Zeiten gewesen zu sein, wa? Sieht ja hübsch aus, wo das dahin geht, ne? Aber gehen wir erstmal hier entlang. Callum, tell Mommy where you are. Okay, er antwortet nicht. Another accident. This place. Okay. Also er macht sich Sorgen. Das sieht voll schön aus von hier, ne? Wenn man da runter guckt. Das ist
da wo wir eingestiegen sind, der Eingang zu diesem Schwanenreitding. Sieht schön aus. Also er macht sich Sorgen, dass nicht genug Leute kommen, nicht genug Besucher. Und sagt aber, dass der ihm das halt erzählt hat, selbst so Negativität verbreitet. Und er möchte sich darauf nicht einlassen. Und ja, die Zukunft wird zeigen, ob sich all das hier gelohnt hat. War das Mr. Beer gerade? Eigentlich nicht, ne? Dann hätte sie ihn ja erkannt und mitgenommen wahrscheinlich. Okay, kein Problem. Da waren doch gerade 2 rote leuchtende Augen, oder habe ich mir das eingebildet? Hä? Wie doof. So sieht's aus, als würde es leuchten. Hehe. Ist aber gut gemacht, ne? Dass dann auch so Schatten kommt. Ich sollte nicht so oft zurückgucken. Boah, das sieht so geil aus, ne? Das ist so... Wow. Boah, ist das schön, ey. Ich verstehe schon, warum dieser Ort hier Charme hat. Mega, mega schön. Richtig gut gemacht einfach. Oh. Ey, so einen Park hätte ich auch gerne. Da ist nichts. Where are you? This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Was ist passiert? Ein Vorfall hier im Park. Sheriff Bannerman hat das geschrieben. Und das Opfer hieß Norma Creed. Waiting. Okay, ich lese es eben und dann fasse ich das mal schnell auf Deutsch zusammen. Okay. Einen Moment. Ich bin gerade hier. Oh, okay. Oh. Okay, alles klar. Also, die Familie mit ihrem Kind stand hier und hat gewartet, ne, um den nächsten Dings zu nehmen, nächsten Ride hier. Und dieser Typ im Chipmunk-Kostüm hat hier gestanden und so eine Eisskulptur halt gemacht und die Leute standen da rum, haben fotografiert und der Sohn von denen wollte auch dahin und dann hat der halt irgendwas richtig Komisches daraus gemacht. Irgendwie, also sie dachten erst, das wäre ein Tiger oder ein Löwe, aber dann sah das eher aus wie so ein Buhmann irgendwie, ganz komisch und die Proportionen haben auch nicht gestimmt, ganz gruselig.
Und ja, irgendwann kam so eine Gruppe von Teenagern und einer von dem hat halt irgendwas Gemeines gesagt zu dem Typen im Chipmunk-Kostüm. Plötzlich ist der richtig ausgerastet und für einen Moment war einfach nur Chaos und die Leute sind weggerannt. Und dann haben die halt gesehen, wie er dann mit der Gabel und diesem Werkzeug halt auf diesen Teenager losgegangen ist und ihm auch das Auge rausgepickt hat. Oh, okay, das ist so eine Sache, die hier passiert ist. Okay, alles klar. Können wir hiermit auch eine Runde fahren? Das wäre natürlich richtig gut. Moment mal, von so sind wir gekommen, von dort, ne? Das heißt, es scheint einmal hier weiter zu gehen und einmal da vorne zum Riesenrad. Ich will gerade einmal gucken, ob wir hier... I can't get on while it's moving. Vielleicht können wir den ja irgendwie stoppen hier. Okay, jetzt wird's richtig schnell. Machen wir mal. Hui! Los, mehr, schneller. Boah, ist das creepy. Ich will noch schneller. Geht noch schneller. Uns beobachtet ja niemand. Na gut, dann lässt das mal ein bisschen runterkommen hier. Ich glaube, schneller geht nicht. Noch langsamer. Bis es anhält. Na komm schon. Und hält's an. Noch einmal. Okay. Achso, jetzt können wir aber hier, ne? Juhu. Geht's jetzt auch immer schneller, vermutlich, ja, ne? Wird mir auch schlecht werden. Ich sehe aber auch nichts. Ist nicht da. War da was? Hä? Wow, was ist das denn? Warum fällt mir das jetzt erst auf? Was war das? Ich möchte noch mal. Ja, dann halt mal an. Jetzt steht es ja. Darf ich noch mal? Wird wahrscheinlich kein normal denkender Mensch machen. Ich habe das gerade nicht so richtig gesehen. Ich war irgendwie konzentriert darauf geradeaus zu gucken. Na komm schon, werd schneller. Okay, wo ist es? Schon, das wird doch jetzt auch hier sein, oder nicht? Sehe ich es jetzt nicht mehr? Schade. Okay, tut mir leid, Leute. Ja gut, dann lassen wir die Arme mal. Es sieht immer so aus, als würde da jemand stehen, ey. Diese Umrisse, so mit Mantel und Hut. Okay. Tja, wo gehen wir als erstes lang? Ich würde sagen, hier erstmal, ne? Ah, hier ist ein Bild. Oh, okay. Was macht das hier?
Vor allem, was haben wir mit dem Park zu tun, oder? Können wir hier durchgucken? Nein, leider nicht. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. They shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Tja. Neugeborene sind halt auch nicht so das Schönste, ne? Was ist hier der Anblick? Ach, guckt mal da, zum Riesenrad kommen wir gar nicht. Okay, weiter kann ich nicht rein. Also wahrscheinlich für Mütter und Angehörige ist es einer der schönsten Momente etc. Um einfach mal ganz realistisch zu sagen und ganz rein auf das Äußerliche eingehend, ja, ganz oberflächlich betrachtet, sind die halt nicht hübsch. Steinigt mich. Okay, hier ist auch nix. War das gerade schon da? Einfach nur wie so ein Regenbogen oder sowas. Ah, und hier ist das nächste kranke Maskottchen. Na, wunderbar. Hallo. Okay, aber hier kann ich nichts lesen. Ich denke mal, dass die Geräusche von hinter mir kommen. Tun sie gar nicht, ne? Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Okay. Bin ja kein Autoscooter-Fan. Aber nun gut. Let's take a ride. Oder so. Ist ja gut. Beruhige dich mal.